Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe den Winter echt satt. Dieses kalte, trübe Wetter. Ich brauche Farbe. Und wie du ein paar erste Farbtupfer auf deinen Balkon oder vor deiner Haustüre zaubern kannst und damit vielleicht den Winterblues ein Stückchen vertreibst, das zeige ich dir heute. An welche Pflanze denke ich als Gärtner natürlich als erste, wenn ich an Frühling denke? An die, die es auch im Namen trägt, die Primel. Denn die heißt lateinisch primula und das bedeutet die erste. Neben den Staudenprimeln, die es dann im März und April im Handel blühend gibt, gibt es natürlich jetzt auch schon viele klassische Primeln, die Primula caulis. Zum Beispiel die Bellarina ist eine relativ neue Sorte, hat gefüllte Blüten und das Besondere an ihr ist, dass die Pflanze winterhart ist. Die kommt also jedes Jahr wieder aufs Neue. Die Blüten sind allerdings, wie bei allen Primeln, frostempfindlich. Und dann gibt es natürlich noch die nicht winterharten klassischen Primeln in allen erdenklichen Farben. In rosa, in weiß, in gelb, in rot, in blau, mit großen Blüten, aber auch in ganz klein. Und bei diesen nicht winterharten gibt es auch mittlerweile gefüllte, wie zum Beispiel die Queens oder die Elodie-Sorten. Und noch nicht genug der Primelvielfalt, es gibt auch noch die Stielprimeln. Bei denen sitzen die Blüten nicht wie bei den anderen Primeln tief unten in der Blattrosette, sondern thronen an langen, kräftigen Stielen über dem Laub. Ist ja auch mal was anderes. Und neben den Primeln haben die Gärtner schon einige andere Frühlingsblüher jetzt vorgetrieben, die man prima mit den Primeln kombinieren kann, die aber im Gegensatz zu diesen auch ein bisschen Frost vertragen. Zum Beispiel Zwiebelblüher wie die Tulpen, die Osterglocken hier, Tetate, die Krokusse, der Milchstern, Iris oder Muscari. Dann haben wir die Maßliebchen oder Bellis. Es gibt schon die ersten Stiefmütterchen, kombiniert zum Beispiel die normalen Stiefmütterchen oder die Hornveilchen. Oder, die tragen den Namen Frühling auch schon wieder im Namen, die Frühlingsalpenveilchen, die übrigens mit den Primeln verwandt sind. Und all die hier, die vertragen auch im Gegensatz zu den Primeln 1-2 Grad Frost und sind nicht ganz so empfindlich. So, wie du die ersten Frühlingsboten jetzt hier zum Beispiel in diesem schönen Korb kombinieren kannst, das zeige ich dir jetzt. Erstmal die Handschuhe an. Ich nehme eine Kübelpflanzenerde, strukturstabil, ist mit BIMS und natürlich Torf reduziert. Aber vorher natürlich darauf achten, unten müssen Löcher rein, damit das Wasser gut ablaufen kann. Und unten rein ein bisschen Drainage, zum Beispiel mit Blähton oder mit BIMS. Und dann kommt unsere Kübelpflanzenerde rein. Könnte noch ein bisschen gefroren sein. So, in die Mitte kommt etwas höhere Tulpe. So. Und dann drapieren wir außenrum unsere Frühlingspflanzen. Zum Beispiel eine schöne Iris reticulata. Wenn man mal genau guckt, diese Färbung hier auf den Blüten. Echt eine tolle Pflanze. Dann kommt mein Favorit unter den Primeln, die Primula bellarina in Gelb. Ich finde es fantastisch, da kommen ganz viele Blüten noch nach. Da muss man bei den Primeln sowieso mal ein bisschen drauf achten, wenn er sie kauft, dass in der Mitte noch immer schön viele Blüten kommen. Dann natürlich eine Osterglocke, Tetate. Eine Primel, eine Stielprimel Nugget. Und auch noch ein heißer Favorit von mir, das Alpenveilchen hier. Ganz toll. Mit seinen panaschierten Blättern und dann diese ganz kleinen, wirklich filigranen Blüten. Das Frühlingsalpenveilchen ist eine mehrjährige Staude und findet seinen Platz auch später zum Beispiel im Garten unter lichten Laubbäumen. Macht ein schönes Polster, richtig irre, toller Frühlingsbote. Und dann fehlt vielleicht noch ein schönes Gänseblümchen, eine Bellis perennis. Die rundet das Ganze dann hier ab. Für die ist auch noch Platz hier. Das Stiefmütterchen. So.
Eins muss man allerdings sagen, wenn es nochmal richtig Minusgrade gibt, dann packt er das Ding an den Henkeln und stellt es zum Beispiel in den Flur oder ins Carport oder aber ihr deckt eine Decke drüber. Aber ganz ehrlich, wenn das hier den Winterblues nicht vertreibt, dann kann ich euch auch nicht helfen. Winterdepri war gestern. Heute haben wir Frühlingsgefühle. Wenn euch meine Tipps gefallen haben, dann gebt mir ein Like oder besser noch, abonniert gleich meinen Kanal.